Der Schweinehirt. Es war einmal ein armer Prinz. Sein Königreich war klein, aber er war ehrlich und gut. Er hörte von einer Prinzessin aus einem benachbarten Königreich, die sehr schön war. Jedoch hatte er auch gehört, dass sie sehr stolz und wählerisch war. Dennoch wollte der Prinz sie treffen, in der Hoffnung, sie könne seine Frau werden. Er beschloss, ihr ein Geschenk zu machen. Er gab ihr seine wertvollste Besitzung, eine wunderschöne goldene Rose. Die Prinzessin sah die Rose an und sagte, sie sei nicht wertvoll genug. Sie schickte den Prinzen fort, ohne ihn überhaupt getroffen zu haben. Der Prinz war traurig und wütend zugleich. Er wollte der Prinzessin eine Lektion erteilen. Er verkleidete sich als ein armer Schweinehirt und ging in ihr Königreich. Er baute eine kleine Hütte nahe dem Schloss und fing an, als Schweinehirt zu arbeiten. Als Schweinehirt erfand er ein kleines Musikinstrument, das wunderschöne Melodien spielte. Jeder, der es hörte, war begeistert, auch die Prinzessin. Sie kam aus dem Schloss, um zu sehen, wer diese wunderbare Musik machte. Als sie den Schweinehirt sah, erkannte sie den Prinzen nicht. Sie war neugierig und fragte, ob sie das Instrument haben könnte. Der verkleidete Prinz dachte nach und sagte, ich gebe es dir, aber nur für einen Kuss. Die Prinzessin war schockiert. Einen Schweinehirt küssen? Aber sie wollte das Instrument wirklich haben. Nach einigem Zögern gab die Prinzessin dem Schweinehirt einen Kuss, um das Musikinstrument zu bekommen. Zufrieden mit dem Handel gab der verkleidete Prinz ihr das Instrument. Einige Tage später erfand der Schweinehirt eine wunderschöne kleine Topf, der leckere Speisen kochen konnte, nur indem man ihm sagte, was man essen wollte. Die Nachricht von diesem erstaunlichen Topf verbreitete sich schnell, und bald kam die Prinzessin wieder, um zu sehen, ob es wahr war. Als sie die wunderbaren Gerichte aus dem Topf probierte, wollte sie diesen unbedingt haben. Der Schweinehirt sagte, diesen Topf gebe ich dir, aber nur für 10 Küsse. Die Prinzessin war empört, aber sie wollte den Topf so sehr haben. Also gab sie ihm widerwillig die 10 Küsse. Während sie ihn küsste, sahen einige Diener des Schlosses sie und erzählten es dem König. Der König war wütend und rief die Prinzessin zu sich. »Wie kannst du einen einfachen Schweinehirt küssen?« fragte er. Bevor die Prinzessin antworten konnte, trat der Schweinehirt ein und enthüllte seine wahre Identität als Prinz. Er erklärte, dass er sich verkleidet hatte, um die wahre Natur der Prinzessin zu sehen. »Ich gab dir meine wertvollste Besitzung, eine goldene Rose, und du wiesest mich ab. Aber für ein einfaches Musikinstrument und einen Topf gabst du mir Küsse«, sagte er. Die Prinzessin war beschämt und erkannte ihre Fehler. Sie bat den Prinzen um Verzeihung. Der Prinz, obwohl enttäuscht von ihrem Verhalten, sah immer noch das Gute in ihr. Er gab ihr eine zweite Chance, und die beiden verliebten sich wirklich ineinander. Sie heirateten und lebten glücklich und zufrieden in ihrem vereinten Königreich.